Annas und Lenas Deutschalltag Konjunktiv 2 Bootcamp. Hallo liebe Deutschsportler und willkommen zurück zu Annas und Lenas Deutschalltag. Seid ihr bereit, eure Grammatikmuskeln so richtig zu trainieren? Denn heute machen wir kein Wischiwaschi. Heute starten wir das große Konjunktiv 2 Bootcamp. Lena, im letzten Video haben wir ja die ganze Theorie gelernt. Aber Theorie ist nichts ohne Praxis. Bist du bereit, alles zu geben? Hallo Anna, hallo an alle da draußen im Trainingslager. Puh, ein bisschen nervös bin ich schon, aber ich will wissen, ob die Theorie wirklich sitzt. Also, Coach Anna, her mit den Übungen. Das ist die richtige Einstellung. Aufwärmen. Also, ihr Lieben zu Hause, macht alle mit. Kurze Erinnerung. Den Konjunktiv 2 benutzen wir für Wünsche, hypothetische Situationen und Unmöglichkeiten in der Gegenwart. Meistens nehmen wir dafür Würde plus Infinitiv. Aber bei Verben wie sein, haben, können, müssen, dürfen, sollen verwenden wir oft die Spezialformen wie wäre, hätte, könnte und so weiter. Lena, bereit für die erste Runde? Ich hoffe, ich bestehe dein Bootcamp, Anna. Na klar, alle mitmachen. Ich habe kein Auto. Ich wünschte, ich hätte ein Auto. Ich bin nicht reich. Wenn ich doch reich wäre. Ich kann nicht fliegen. Ich wünschte, ich könnte fliegen. Ich spreche nicht perfekt Deutsch. Ich wünschte, ich könnte perfekt Deutsch sprechen. Ich bin kein Superheld. Wenn ich ein Superheld wäre. Ich habe keine Zeit. Wenn ich doch mehr Zeit hätte. Ich muss arbeiten. Ach, wenn ich doch nicht arbeiten müsste. Ich wohne nicht am Meer. Ich wünschte, ich würde am Meer wohnen. Ich bin nicht in Paris. Wenn ich nur in Paris wäre. Ich kann kein Klavier spielen. Ich wünschte, ich könnte Klavier spielen. Ich bin nicht berühmt. Wenn ich berühmt wäre. Ich habe keine Katze. Ich wünschte, ich hätte eine süße Katze. Ich habe kein Haus mit Garten. Ich wünschte, ich hätte ein Haus mit Garten. Ich kann nicht tanzen. Ich wünschte, ich könnte tanzen. Ich bin kein Kind mehr. Wenn ich doch noch ein Kind wäre. Ich bin zu schüchtern. Wenn ich nur mutiger wäre. Ich habe keine Geschwister. Ich wünschte, ich hätte eine Schwester. Ich lebe nicht in Japan. Es wäre toll, wenn ich in Japan leben könnte. Ich spreche kein Französisch. Ich wünschte, ich könnte Französisch sprechen. Wir sind nicht reich. Wenn wir doch nur reich wären. Ich finde meinen Schlüssel nicht. Ich wünschte, ich wüsste, wo mein Schlüssel ist. Ich kann nicht zeichnen. Ich wäre froh, wenn ich zeichnen könnte. Ich habe keine Freunde hier. Ich wünschte, ich hätte mehr Freunde in der Stadt.
Ich kann nicht kochen. Wenn ich doch kochen könnte. Ich habe keine Zeit zum Reisen. Ich würde so gern mehr reisen. Puh, das war intensiv. Aber jetzt geht's weiter mit einem neuen Fokus. Jetzt verlassen wir die Traumwelt und gehen in den höflichen Alltag über. Machst du bitte das Fenster auf? Würdest du bitte das Fenster öffnen? Hilfst du mir? Könntest du mir bitte helfen? Gibst du mir das Salz? Würdest du mir bitte das Salz geben? Kann ich kurz telefonieren? Dürfte ich kurz telefonieren? Bringst du mir einen Kaffee? Würdest du mir bitte einen Kaffee bringen? Hast du Zeit? Hättest du kurz Zeit? Sagst du das nochmal? Könntest du das bitte wiederholen? Fährst du mich zum Bahnhof? Würdest du mich bitte zum Bahnhof fahren? Kommst du mit? Würdest du mitkommen? Kann ich hier sitzen? Wäre dieser Platz noch frei? Darf ich fragen, wie spät es ist? Könntest du mir sagen, wie spät es ist? Schickst du mir den Link? Würdest du mir bitte den Link schicken? Kannst du ein Foto machen? Würden Sie bitte ein Foto von uns machen? Ich brauche Hilfe bei der Aufgabe. Könntest du mir bei der Aufgabe helfen? Ich will früher gehen. Wäre es möglich, dass ich heute früher gehe? Ich brauche WLAN. Könnte ich bitte das WLAN-Passwort bekommen? Ich habe Durst. Könnte ich bitte ein Glas Wasser haben? Die Tür ist schwer. Würden Sie mir bitte die Tür aufhalten? Ich suche einen Platz. Ist dieser Platz noch frei? Könnte ich mich dazusetzen? Kann ich die Speisekarte sehen? Dürfte ich bitte die Speisekarte sehen? Ich habe eine Frage zum Formular. Könnte mir jemand bitte das Formular erklären? So, jetzt habt ihr den höflichen Umgang gemeistert. Gut gemacht. Jetzt wird's ernst. Wir kommen zu Tipps, Empfehlungen und guten Ratschlägen. Ich bin oft müde. Du solltest früher ins Bett gehen. Ich esse zu viel Schokolade. Ich würde dir raten, weniger Schokolade zu essen. Ich habe Liebeskummer. Du könntest mit Freunden reden. Ich will fit werden. Ich würde dir empfehlen, Sport zu machen. Ich habe kein Geld. Du solltest sparen oder einen Nebenjob suchen. Ich bin gestresst. Ich würde an deiner Stelle meditieren. Ich lerne langsam. Du könntest mit kleinen Schritten anfangen. Ich vergesse viel. Ich würde dir raten, Notizen zu machen. Ich habe Angst vor Fehlern. Du solltest öfter üben. Fehler sind normal. Ich hasse Grammatik. Dann würdest du dieses Video lieben.
Ich bin unorganisiert. Ich würde dir empfehlen, einen Kalender zu benutzen. Ich prokrastiniere ständig. Ich würde dir raten, mit kleinen Aufgaben anzufangen. Ich kann mich nicht konzentrieren. Du könntest Ablenkungen reduzieren, zum Beispiel das Handy weglegen. Ich will abnehmen. Du könntest mit kleinen Änderungen in der Ernährung anfangen. Ich schlafe schlecht. Ich würde empfehlen, abends keine Bildschirme mehr zu benutzen. Ich kann mich nicht entscheiden. An deiner Stelle würde ich eine Liste machen. Ich muss präsentieren. Du könntest vorher mit Freunden üben. Ich bin neu in der Stadt. Ich würde dir raten, an einem Stammtisch teilzunehmen. Ich verliere die Motivation. Ich würde kleine Ziele setzen, das hilft. Ich weiß nicht, was ich studieren soll. Du könntest mit einem Berufsberater sprechen. Ich habe Prüfungsangst. Ich würde dir empfehlen, Entspannungstechniken zu machen. Wenn euch dieses Sprachworkout gefallen hat, dann zeigt es uns mit einem Like, abonniert den Kanal und schreibt in die Kommentare, ich wäre bereit für Niveau 4. Und wer weiß, vielleicht würde ich ja im nächsten Video nur noch im Konjunktiv 2 sprechen und ihr würdet es gar nicht merken. Das wäre spannend. Also, macht's gut und bleibt dran. Tschüss.